Wie mach ich dir das klar? Wie mach ich dir das klar? It's magic. Pete, geh ins Wasser, dem ist kalt. Das kann doch nicht unter sein. Wasser. 24 Grad, ey. Ist klar. Ja, Leute. Herrliches Wasser, Atlantik. Herrliche Aussicht mit den großen Öltankern, die gerade Öl ablassen. Schön auf der Haut. Allerwichtigste ist immer gleich direkt eine geile Narbe mit ganz viel Blut. Das war noch hier. Oktopus. So, ne? Würden wir nämlich gar nicht. Ja, da rein. Ja. Jedes Stück Plastik, das jemals produziert wurde, ist immer noch auf diesem Planeten und bleibt hier. Das ist ein riesiges Problem und es wird immer schlimmer. Jeder kann etwas dagegen tun. Wir gehen back to green. Komm mal mit. So, meine Süßen. Das ist so eine Tonne. Wie ihr seht, da steht Sequel drauf. Sequel ist sozusagen ein Verein, den ich euch jetzt mal richtig erkläre. Ich glaube, 28 Fischerboote gibt es noch. Wir sind da nur in Barcelona, am Hafen von Barcelona, an einem Hafen Barcelona. Hier gibt es 28 Fischerboote, die hier rausfahren und Fische mit verschiedenen Arten von Netzen fangen. Entweder auf dem Grund, entweder oben am Surface, also an der Oberfläche von dem Wasser. Und all das Plastik, was da mitkommt, das wird nicht einfach wieder ins Meer gekippt, wie das sehr, sehr viele Jahrzehnte der Fall war, sondern jedes Pier hat so eine Tonne stehen und hier kommt das Plastik rein. Die ganzen Boote kommen jetzt demnächst bald rein und bringen das Plastik in die Sequel-Tonne. Sie haben dadurch auch noch eine Unterstützung, dass das so passiert und dass auch die Fischer daran beteiligt werden, dass die Häfen daran beteiligt werden, dass das Plastik aus den Netzen direkt hier reinkommt und daraus dann so ein wunderschöner Pullover gemacht wird. Ich glaube, es macht die Welt einfach ein bisschen besser, wenn das ganze Plastik nicht wieder zurück ins Meer geschüttet wird. Sieht man schon wieder ganz viel PET. Das sind die Flaschen. Manche Flaschen lagen wirklich, kann sein, dass sie bis zu 7, 8, 9, 10 Jahre im Wasser lagen, sind jetzt draußen. Meine Lieben, also andere kennen diese Tüten, würden denken, dass es ein bisschen was anderes ist. Ist es aber nicht. Das ist PET. Reinstes, dieses PET hier, das ist nur von Sequel aus dem Meer gesammelt und das ist normales PET. Und diese kleinen Chips sind hier in diesen Silos drin und das ist praktisch reines PET, reines Polyester, reines Plastik und daraus werden die Klamotten gemacht. Was PET ist, das sage ich euch jetzt. PET ist ein hergestellter Kunststoff aus der Familie der Polyester und wird unter anderem zur Herstellung von Kunststofffasern, Kunststoffflaschen und Folien verwendet. Aus unserem PET-Plastik, was ja oben so reinkommt, dann heiß wird, erhitzt wird und daraus diese verschiedenen Fäden gemacht werden, die praktisch zu einem groß zusammengehen. Und hier ist praktisch der Moment, wo Textil entsteht, daraus werden Klamotten gemacht. Ja, einfach geschmolzene Plastik. Was Polyester ist, das sage ich euch jetzt.
Polyester ist der Überbegriff einer großen Anzahl von verschiedenen Kunststoffen, wie zum Beispiel Polyethylen-Terephthalat. das ist PET. Und du bist? Pete. Die ganzen Reste sieht man ja die verschiedenen Farben auch recycelt und dann wieder zu diesen kleinen Chips gemacht. Und dann kommen sie wieder in die Silos und werden alles wieder recycelt. Ne? Im Prinzip genau das, was wir auch mit Green Berlin machen wollen. Alle Sachen immer im Kreislauf lassen und keinen Müll bringen. So Leute, das ist die Farbe von unserer unfassbaren Fleece-Sweater und unserer Fleece-Hose. So wird das hier gemacht. Fühlt sich richtig geil an. Fass mal an, Pete. Christoph. Das macht mir Spaß, das interessiert mich und damit kann ich einen Unterschied machen. Nicht indem ich mich geißle und nur noch Hafermilch trinken darf, die mir überhaupt nicht schmeckt. Nur damit ich alles richtig mache und irgendwelche Standards von irgendwem erfülle. Und das ist das Spannende, dass wir hier gerade Sachen machen, die uns interessieren. Und wir denken, hier können wir einen Unterschied machen, das verstehen wir. Und wir können etwas anfangen und nicht versuchen, die ganze Welt zu verändern. Was wir eh nicht schaffen. Niemals. Wir können auch nicht zu fünft losziehen und Indien aufräumen. Ist so. Aber wir können uns mit den Sachen auseinandersetzen, wo wir einen Einfluss drauf haben. Und vielleicht interessiert es sogar noch jemanden. Wie sich das gehört? Die Welt inhaliert, direkt ins Gehirn, extrovertiert, nichts zu verlieren, Optik, erstmal. Wir sind jetzt in der Fabrik, aber leider hat Chris Schwarz uns auf den Samstag gebucht und Samstag arbeitet hat leider keiner in der Fabrik. Aber ich glaube, die Maschinen, warte mal, ein bisschen Licht im Gesicht, die Maschinen, die kriegen wir schon an, Leute. Den Schalter werdet ihr schon finden, auf den Knopf, der wird gedrückt. Ich bin allgemein jemand, der gerne Knöpfe drückt. Wenn da irgend sowas blinkt, bin ich Bart Simpson, bin ich ehrlich, gebe ich zu. This is the material Materia, Leute. that we produce. The material from Barcelona is, you see this one? Gefällt mir, dass hier viel über Materia geredet wird, Leute. Material, also ist dasselbe. Tenemos algo de I got 5 sheep at home. Ah, yeah? Many years ago, that everybody threw it away. Today, we collect and we try to use it again. Ja, Leute, ich dachte zuerst, hier wurden ganze Schafsherde weggemacht. Ich habe da 5 Schafe oder Alpakas, aber nein. Fühlt sich ein bisschen so an, aber ist es nicht. Meine Alpakas haben ja auch unterschiedliche Wollqualität. Eins gut, eins nicht so gut. Okay. Ist ja auch ganz wichtig, wie mein Name überhaupt entstanden ist. Materia. Das Jahr habe ich tatsächlich mit 15 in einem spanischen Wörterbuch auf Kuba mit meinem Freund Hayo habe dieses Wort gelesen und dachte, also Materia wird ja ohne R geschrieben. Materia, also Materia heißt roher Stoff, Leute. Und da kommt wieder alles zusammen, hier in der Fabrik, rohen Stoff sich anzugucken. Ich habe einfach noch so ein R dann da reingemacht, Materia, weil ich ja Martin heiße. Ja, so kommt alles wieder zum anderen. Also irgendwas, was man irgendwo beginnt, endet meistens auch irgendwo. Das ist verrückt. Also wenn ich hier reingehe, komme ich höchstwahrscheinlich da hinten wieder raus. That's life. Place to go to the water treatment, we recover. And in this way, we reduce
the water treatment, we reduce the impact, and we reduce also energy. When I start, because I'm in Germany, I'm famous, you know, when I say to the kids, come on, let's start it, or to other musicians. Let's start the movement. When you do some merch products, do it like this, do it this way, this is a better way, you know, and then maybe we change something. That's why we do it. Because now we have to change something. I love this machine mostly because it's the colors of my football club. Blue, white and red. Die Farbe, Leute, ökologisch, nicht irgendeine Farbe, die den Boden sickert und alle unsere Regenwürmer killt, sondern ökologisch abbauware Farbe. Mega geil. Haben wir gerade richtig Magie und Zauberei gesehen. Black is the new orange, Leute. Juan ist nämlich da oben, in diesem Zimmer da, im ersten Stock, geboren. Ja, und die Mutter wohnt hier, hat ein Haus in der Fabrik. Das ist praktisch Charlie und die Textilfabrik. Das mehr geht nicht. And that is a philosophy. It's not a question to be sustainable. A question to be honest with the people and honest with the planet and with the surrounding we have. And in this area, we are working with different materials. And one of the biggest projects we have is Sequal. Sequal is an initiative that we try to clean the oceans. And at the same time, to use these materials we find in the oceans to put again in the service of the people. And that is not a stop there. The follow is how we protect the ocean. The question is not to clean only. The question is to stop to put things in the ocean that is not allowed to put it. 85% of the trash that rise to oceans comes to the rivers. Ja. So yesterday we were in Barcelona and saw at the harbor how the bottles and the trash came from the ocean. So what is happening here with this trash? In here, the thing is, there is two different processes. First, we take the plastic and the polyamide and the sofas and the cars, everything from the sea. We classify. That is made in the port with the coembes, and we collect it. This, every trash goes to different places. In the case of plastic goes to a place they know how to recover the plastic and to convert in pellets and Antex. Okay, you don't we have were there Antex. yesterday too. Exactly, Antex. And Antex convert this in the fiber. And from the fiber, we take the fiber and we make the yarn, we make the fabric, we make the garments. It's for that I say we need to combine with the same philosophy in order to join forces to get a good result. That's the same thing we want to do in Germany. We want to get more bands and artists and textile companies to do the same that we do, to produce more of the yarn, to make it cheaper for everyone and for the kids out there to buy it. So I think this is essentially the thing that everyone joins forces on this. Think in 25 years, not thinking tomorrow. Why is the reason for that? We need to teach the people, to teach the child what they must manage the planet. How they need to know which is the consequences of don't do one thing in the right way. Okay? Yeah. Because if you want to change one thing, you need minimum 20 years. Yeah. And we need to focus on all the people who has the power to decide in education and different steps. Because we are focused in Europe, and Europe every day less and less and less importance in the planet. Yeah. Yeah, of course. And when we speak about the oceans, 80% of the trash are not coming from Europe, are coming from other parts of Europe. That means we need to influence in a global way. Of course. We can just make a very small part, but we can do something and start something. I think we need to do one thing, is everyone needs to do the right thing. Ja, das war's hier von uns, Textil Santanderia. Vielen, vielen Dank, Juan. Thank you so much. Thank you for coming. Great success. Es war sehr, sehr interessant, in einer Fabrik mal zu sein, sich das anzugucken, wie das alles entsteht, wie das alles sich einfärbt. Es wird nicht Wasser verwendet, was ja auch irgendwie wieder, es wird dafür Luft verwendet. Man kann so viele gute Dinge machen, so nachhaltig Sachen produzieren, wie dieses Shirt eben produziert ist. Und ja, vielen, vielen Dank, Juan. Am Airport in Porto gibt's Porto, frei Portwein, lass uns alle verreisen.
Lass treiben, treiben, wir entgleisen, gleisen. Soll der Beat noch anders mal? Nein, muss genauso bleiben. Treiben, treiben. Here we want to show the people how the last step is done, how the plastic that came from the ocean is here finished to this long sleeve or vest or windbreaker that they will wear. Show me. So Leute, das ist ein unfassbarer Moment für uns. Praktisch die allererste Weste, die jetzt hier gerade fertiggestellt wird, die Teile aneinander. Wie man hier schon sieht, ist das ein unfassbar schönes Stück. 40% Bio-Baumwolle. Und was Bio-Baumwolle ist, das zeigen wir euch jetzt. Bio-Baumwolle benötigt bis zu 90% weniger Wasser als herkömmliche Baumwolle. Außerdem sind in Bio-Baumwolle keine chemischen Pestizide enthalten, sodass all die Bauern da draußen gesund und munter bleiben. Die Organisationen hinter den Siegeln unterstützen auch die Bauern in Entwicklungsländern. Unser Siegel heißt GOTS. Taco! Das ist schon was Verrücktes, seine Sachen hier zum ersten Mal so richtig zu sehen. Gucken, wie das alles gemacht ist. Und das ist Pionierarbeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir wollen das Ding nicht für uns haben. Wir wollen nicht sagen, wir sind jetzt die das gemacht haben, sondern wollen, dass sich Leute uns anschließen, uns denselben Weg zu gehen. Die Sachen sind jetzt natürlich noch ein bisschen teurer, weil es einfach sehr, sehr speziell ist und sehr, sehr aufwendig ist. Aber je mehr Leute das machen und je mehr die Nachfrage steigt und sie steigt, und das wird immer, immer mehr werden, sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir hier stehen können, unsere Sachen uns angucken können, aus recyceltem Plastik aus dem Meer und aus absoluter Bio-Baumwolle, was unfassbar wichtig ist, was ein ganz, ganz großer Unterschied ist zu normaler Baumwolle, weil es so viele Faktoren gibt, die den Unterschied machen. Und ja, und wie man hier hinten auf der Jacke, kannst du mal zeigen, Christoph, was steht auf der Jacke? Fakt. There's only one Earth, Leute. Besondere Maschinen lieb ich sehr. Guckt euch das an. So Leute, und hier sind wir in unserer Fabrik, wo unsere Sachen hergestellt werden. Ja, es ist unfassbar. Von da ganz hinten geht es los, in der ganzen Reihe durch, die ganze Linie. Da beginnt das Produkt und da hinten endet das Produkt. Und ja, dieses Teil wird da jetzt demnächst hergestellt. Und was Fairtrade ist, das erklären wir euch jetzt. Fairtrade bedeutet nicht Fairtrade, sondern kontrollierter fairer Handel. Einzelne Fairtrade-Organisationen legen einen Mindestpreis fest, damit zum Beispiel Bio-Baumwollbauern nicht ausgenutzt, sondern fair bezahlt werden. Unser fertiges Produkt, dort wird es verpackt und genauso, wie es zu euch nach Hause kommt, haben wir uns auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Das zeigt euch jetzt Pete. Das hier sind unsere coolen Hangtags. Die Hangtags bestehen aus Baumwollresten und in den Hangtags drin befinden sich Petersiliensamen, Basilikum und Spinatsamen. Ihr könnt es einfach abmachen, in die Erde legen und zack, habt ihr in kürzester Zeit leckere Kräuter zum Kochen. Wir sind Green Berlin. Das ist unser erster Schritt. I don't want something specific.